Wir sind Basti und Svenja und ihr habt zu einer neuen Folge Neuland Stories eingeschaltet. Der Auftakt in Irland hätte schöner nicht sein können und auch die neue Woche hat perfekt gestartet. Wir sind gestern hier an diesem Traumspot angekommen. Doch plötzlich ging es nicht weiter auf den schönsten Straßen entlang, sondern direkten Weges ins Krankenhaus. Blut abgenommen wurde jetzt. Ergebnis hat sie natürlich noch nicht. Abonniert unseren Kanal, um kein Video mehr zu verpassen und gebt uns einen Daumen nach oben. Das alles ist für euch kostenlos und so unterstützt ihr uns und unseren Kanal. Guten Morgen, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir sind seit letzter Woche genau einen Küstenzipfel weitergefahren und stehen hier jetzt an einem kleinen Pier, blicken auf die Bucht raus und irgendwie fühlt es sich an, als wären wir meilenweit weg am anderen Ende der Welt. Es ist einfach echt richtig herrlich. Wir haben schon mit 1000 anderen Orten verglichen, wo wir waren, mit Neuseeland oder gut, in Norwegen waren wir noch nicht, aber ein bisschen stellen wir uns auch Norwegen so vor. Und ja, so einen richtigen Plan haben wir nicht. Wir fahren einfach der Küste entlang und gucken, was passiert. Nach einem wunderbaren Start in die Woche am Oyster Bay Pier haben wir unsere Sachen zusammengepackt und es ging weiter dem Wild Atlantic Way entlang. Es ging über den unglaublichen Caher-Pass. Die Weite, die sich vor uns erstreckte, und die Landschaft waren wie aus einer anderen Welt. Und mittendurch ging eine kleine Straße und darauf wir. Wow, ey, guckt euch die Aussicht an auf die Felsen. Das ist Wahnsinn. Wahnsinn. Sieht aus wie ein Gemälde. Oder? Ja. Wir stecken in einem Gemälde fest. Aber wir müssen noch da hoch. Geht noch ein Stück. Geht noch ein Stückchen. Am Bray Head haben wir einen kurzen Stopp gemacht, denn die kleine Wanderrunde dort eignet sich perfekt für eine Pause, um mit Pepper eine Runde bei fantastischer Aussicht zu drehen. So, zeig mal, wo wir hinwollen. Da.
mich auf. Crazy zu sein. Wahnsinn. Drinkers and dreamers, we're one and the same. Drinking and dreaming to run from the rain. We throw our backs down, the waterfall was too fast to be walled off. I make a home in the mud and hope for an olive bud. May have lost our way, do not count us lost. Auf der anderen Seite des Passes ging es weiter entlang der Küste und wir fuhren über die Straßen des Lear Head Drive. Der Wild Atlantic Way ist einer der längsten ausgeschilderten Küstenstraßen der Welt und während wir den spektakulären Straßen folgen, nutzen wir gerne auch mal die Zeit, um uns über Themen schlau zu machen, die uns zum Beispiel während unserer Reise oder persönlich beschäftigen. Und dazu benutzen wir die App Blinkist, die uns eine riesige Auswahl an Blinks aus über 5000 Sachbüchern und Podcasts bietet. Blinks sind jeweils 15-minütige Zusammenfassungen zum Lesen oder Anhören oder beides zusammen. Besonders spannend war für uns der Blink A Short History of Brexit, denn erst vor einigen Wochen sind wir das allererste Mal durch England gefahren und da war es für uns sehr aufschlussreich, nochmal mehr Hintergrund zum Thema Brexit zu bekommen. Ein großer Vorteil dabei für uns ist die Offline-Funktion, da wir unterwegs nicht immer zuverlässig Empfang haben. So können wir die einzelnen Blinks einfach runterladen und unterwegs offline problemlos hören. A Short History of Brexit. From Braintree to Backstop. Ach so, und über den Link in unserer Beschreibungsbox bekommt ihr ein 7-Tage-Probe-Abo und 25% Rabatt auf das Blinkist Jahresabo Premium. Wir sind jetzt hier an unserem neuen Spot angekommen und es ist absolut herrlich. Wir werden uns jetzt hier ein bisschen entspannen, zur Ruhe kommen, hier mal auch einen Tag länger stehen und einfach nur genießen. Guten Morgen, wir sind gestern hier an diesem Traumspot angekommen. Hier hinten steht Groot und auf der anderen Seite ist das Meer und wir haben jetzt gerade schon unsere Yogamatten rausgeräumt, weil es ist herrliches Wetter. Ich habe nur T-Shirt und Pulli an, bin barfuß in meinen Birkenstocks und das hatten wir echt schon richtig lange nicht mehr. Wir machen jetzt noch eine Runde Yoga. Und dann gucken wir mal, ob wir uns ins Wasser trauen.
Das tat gut. Yoga machen und nicht frieren ist schon echt purer Luxus gerade. Und weil wir noch nicht gefroren haben heute Morgen, gehen wir jetzt ins kalte Wasser. Wir gucken uns das mal an. Wir gucken es uns mal an. Wir halten mal den Zeh rein. Pamika? Vorne ist ganz schön viel windiger als hinten. Es ist kalt. Es ist kalt. Aber jetzt hier draußen ist es schon fast warm. Aber schon fast jetzt nicht mehr. Schon fast jetzt nicht mehr. Aber jetzt hätte ich Bock, jetzt kann ich noch mal rein. Dann los. Okay, danke für die ganzen Likes und beim letzten Video. Ja. Wir wären dann jetzt auch im Wasser gewesen. Cool. Hier haben wir 2 kranke Menschen liegen. Ne, ein Mensch, ein Hund. Wesen. 2 Wesen. Svenny geht's nicht so gut. Und Peppi war gestern auch beim Tierarzt. Die hatte eine Entzündung, die sie sich aufgeschleckt hat. Und nimmt Antibiotika. Und bei der wissen wir noch nicht ganz, was wir mit der machen. Das Gute ist, der Kollege sagt erstmal negativ. Aber dementsprechend haben wir uns die letzten 2 Tage auch nicht weit bewegt. Guten Morgen, Leute. Hier in unserem kleinen Van sieht es noch nicht viel besser aus. Wir haben da immer noch eine, weiß gar nicht, kranke Svenny, zumindest nicht fitte Svenny. Und unsere andere Patientin verkrümelt sich gerade die ganze Zeit hier. Normal wäre sie schon lange oben im Bett oder vorne auf dem Sitz. Aber sie wird langsam wach. Schauen wir mal, wie sich der Tag heute entwickelt. Auf jeden Fall werden wir heute weiterfahren, denn wir brauchen eine Waschmaschine, eine Dusche und überhaupt. Stimmt's? Ja. Blinzeln Sie zweimal, wenn Sie mir zustimmen. Sehr gut. Einen guten Morgen auch von mir. Basti und Pepper sind schon auf einer kleinen Runde. Ich mache mich jetzt auch mal so langsam fertig. Ziehe mich an. Mich hat das irgendwie
mit Migräne und allem richtig ausgenockt. Mein Körper hat so richtig nach Ruhe gerufen und hier Peppy hat sich eine Wunde aufgeschleckt und muss jetzt auch Medikamente nehmen und ist auch dementsprechend eher langsam unterwegs. Deswegen, ja, bleibt alles ganz entspannt und wir lassen es ruhig angehen und ja, versuchen wieder zurück on the road zu kommen. Aber ja, wie Basti schon sagte, es geht heute auf jeden Fall weiter und ja, jetzt aber erstmal starten. So, nach unseren 2 etwas ruhigeren Tagen, die wir definitiv mal gebraucht haben, geht es jetzt weiter. Wir haben uns eben noch von unseren lieben Nachbarn Kai und Leo verabschiedet. War richtig schön, mit denen hier 2 Tage an einem richtig schönen Spot zu stehen. Die sind schon weitergefahren. Wir machen das jetzt auch. Unsere beiden Patienten hier, die rappeln sich auch so langsam wieder auf. Und es kommt wieder ein bisschen mehr Energie in den Van. Und liegt vielleicht auch ein bisschen daran, dass wir gerade ein super Telefonat hatten. Und an unserem nächsten Adventure, was in ein paar Monaten stattfinden wird, das werden wir alles nochmal detaillierter berichten, sind wir aber ein ganz schönes Stück weiter. Und wir sind gerade ein bisschen aufgeregt, dass der nächste Step gemacht ist. Und fahren jetzt weiter und wissen gar nicht so genau wohin. Der Küste entlang. Der Küste entlang. Das ist schon mal was. Wir wissen also schon mal die Richtung, in die es geht. Crazy. All your friends are gonna notice. You make it look easy. Go on and do what you do. All of this looks like gold. What you touch turns to gold. Ja, was soll ich sagen? Keine Ahnung. Seit ein paar Tagen habe ich hier so einen kleinen Ausschlag am Finger, der juckt. Jetzt ist er mittlerweile angeschwollen und ich kann ihn kaum mehr bewegen. Deshalb waren wir erst in der Apotheke. Die hat mich direkt zum Arzt geschickt und der Arzt hat mich jetzt ins Krankenhaus geschickt. Und deswegen, yay, machen wir uns auf den Weg ins Krankenhaus. Das ist 1 Stunde von hier entfernt und ja, dann gucken wir mal, was die sagen. Wie sich. Eigentlich dachte ich, wir fahren wohin, wo wir einen schönen Ausflug machen können. Aber mittlerweile tut es auch so weh, dass ich es nicht mehr ignorieren kann. Deshalb Fahren wir da jetzt auch direkt hin. Da sitzt die Patientin. 5 Stunden darf ich noch warten. So, Peppy und ich sind jetzt hier auf der großen Wiese direkt vor dem Krankenhaus. Svenny ist gerade drin. Da wurde bisher erst Blutdruck gemessen, aber es soll noch Blut abgenommen werden und dann kommt sie zum Doktor und das soll so noch 5-6 Stunden dauern anscheinend. Ansonsten habe ich hier gerade schon ein paar Brötchen gebracht, ein bisschen Schokolade.
Und ja, Peppy und ich toben hier draußen ein bisschen auf der Wiese und hoffen, dass es hoffentlich doch schneller geht, als sie angesagt haben. Oh Mann. Kleines Update. Blut abgenommen wurde jetzt. Ergebnis hat sie natürlich noch nicht. Ich bringe ihr was zu trinken. Und dann halten wir euch auf dem Laufenden. So, mittlerweile ist es 10:30. Svenny war natürlich noch nicht dran. Ich kümmere mich so ein bisschen abwechselnd um Peppy und um Svenny. Laufe so ein bisschen hin und her, war gerade noch mal einkaufen. Hab Svenny einen kleinen Abendsnack fertig gemacht. Den bringe ich ihr jetzt. Gucken, ob sie noch da sitzt, wo sie die ganze Zeit schon sitzt. Und dann werde ich noch mal danach die Abendrunde mit Peppy drehen. Mal gucken, wann der Tag vorbei ist. Update oder Planänderung. Svenny sitzt nicht mehr vorne im Raum, wo sie die ganze Zeit gewartet hat. Ich habe zwar nichts gehört, aber ich vermute natürlich, dass sie jetzt dann doch mal dran gekommen ist. Also laufe ich wieder zum Van, bringe den Snack zurück und Peppy kriegt ihre vorgezogene Abendrunde. Also eigentlich ist es eine viel zu verspätete Abendrunde, aber crazy day. Hopp. Warten. Guten Morgen. Wir waren gestern Abend im Krankenhaus und ich habe eine sehr starke Infektion an meinem Finger, eine Entzündung und muss deshalb jetzt Antibiotika nehmen und ich kann auch meinen Finger kaum bewegen. Ja, wir haben uns jetzt gerade die Medizin in der Apotheke abgeholt und jetzt gucken wir und hoffen wir, dass es bald besser ist und so lange suchen wir uns ein ruhiges Fleckchen. Here we go. Man kann drüber lachen. Ich hasse Tabletten. So, ich sitze gerade beim Arzt und nicht mehr in einem Krankenhaus, denn Svenny hat heute ihre erste Antibiotikapille genommen und eine halbe Stunde später, seitdem hat sie irgendwie eine allergische Reaktion darauf, oder wissen es auch nicht, aber übergibt sich nur und ist heiß und kann sich kaum bewegen, weil sie so schlapp ist. Jetzt sind wir beim Arzt, der was gegen die Übelkeit gibt, und sagt, sie soll die Tabletten nicht weiternehmen. Ja, aber irgendwie sind wir da auch nicht so richtig weiter. Also wird gerade nicht richtig besser. So, Svenny liegt jetzt im Van wieder. Der Doktor hat die Antibiotika abgesetzt. Und stattdessen soll sie jetzt eine Salbe bekommen. Die hole ich jetzt ab von der Apotheke. Aber die Antibiotika, da scheint sie wirklich eine allergische Reaktion zu haben. Und eine Spritze bekommen, damit das irgendwie aus dem Körper rauskommt. Und dann gucken wir mal, ob die Salbe hilft. So, ihr Lieben, wir sind jetzt gerade auf einen kleinen, richtig coolen Campingplatz gefahren. Svenny hat es geschafft, sich mal so 15 Minuten aufzuraffen, dass wir zumindest aus der Stadt rausfahren konnten.
Da konnten wir nicht länger stehen bleiben, damit wir ja irgendwie hier zu so einem richtig coolen Campingplatz fahren konnten. Hier stehen wir jetzt zumindest mal bis morgen. Wollten eigentlich 2 Nächte bleiben, aber der ist komplett ausgebucht. Und das war es jetzt auch für diese Woche. Das fühlt sich irgendwie ein bisschen komisch an, weil es ist so, ja, so mittendrin und irgendwie wissen wir auch gar nicht so richtig, was wir alles gefilmt haben. Und deswegen schauen wir mal, wie diese Folge aussieht. Ihr könnt uns ja trotzdem, wenn ihr mögt, ein Like unter dem Video da lassen. Vielleicht diesmal nicht für das Video, falls es euch gefallen hat, sondern um Svenny eine gute Besserung zu wünschen. Und ja, sie freut sich bestimmt riesig über ein paar Genesungswünsche. Und ansonsten war es das eben für diese Woche. Wir hoffen, dass wir nächste Woche dann mit einer gesunden Svenny und einer fitten Pepper wieder ein schönes Video für euch bereitstellen können. Also bis hoffentlich trotzdem nächste Woche. Danke, Ende.